Flive wird dieses Jahr 20 Jahre alt. Genauer gesagt wird Flive dieses Jahr im August 20 Jahre alt. Im August 2004 sind damals die ersten Flive-Server gestartet in Japan und in Korea. Und zu diesem Anlass dachte ich mir, es ist zwar noch ein bisschen hin, ich weiß, aber zu diesem Anlass dachte ich mir, wir könnten mal ein bisschen in die Zukunft von Flive blicken, was uns da noch alles erwarten wird, was uns noch alles erwarten könnte und wie es überhaupt weitergehen wird mit Flive generell. Und der erste Punkt, den ich ansprechen will, ist auf jeden Fall die vergangenen Updates. Wir haben jetzt V22 im lustigerweise Jahr 2022 bekommen und V23 im Jahr 2023. Sehr passend. Allerdings muss man sagen, waren diese Updates schon... Ich meine, ja, die Updates davor, ehrlich gesagt, waren auch nicht mehr so groß. Also generell die letzten, keine Ahnung, 5 Live-PC-Updates waren alle verhältnismäßig klein, wenn man es jetzt mal mit ganz früher vergleicht, wo halt Third Job released wurde, neue Dungeons und neue Levelgebiete und, also sehr, sehr viel released wurde, waren beide Updates jetzt so ein bisschen gleich, auch so ein bisschen klein, auch so ein bisschen ergänzend, also gleich in dem Sinne, dass sie halt beide irgendwie mehr wie so ein halbes Update gewirkt haben. Also ganz ehrlich, ich würde fast sagen, V22 war eigentlich Teil 1 von einem Update, so ähnlich wie damals mit Turning Point Teil 1 und Turning Point Teil 2, finde ich, weil ich meine, V22 hat ja mehr oder weniger eigentlich nur einen neuen Dungeon hinzugefügt und neue Ausrüstung und eine neue Level Cap, aber eben kein Levelgebiet. Und V23 hat dann nochmal einen zusätzlichen Dungeon hinzugefügt, nochmal eine Instanz, besser gesagt, eine Instanz-Dungeon. Leider immer noch kein Levelgebiet, aber dafür wenigstens noch sehr viele Quality of Life Sachen. Was halt, wie gesagt, hätte man jetzt wahrscheinlich auch damals schon zu V22 das meiste davon bringen können. Ich sag nur Zweihandwaffenfusion bei Baruna, auf die man seit literally 10 Jahren gewartet hatte oder so. Aber sei es drum, ist ja egal. Jedenfalls, das sind schon eher kleinere Updates, also, und wie gesagt, nicht nur die, also auch schon die Updates von vor, wie gesagt, 5 Jahren. Turning Point. Turning Point Teil 1 war, glaube ich, sogar, war das nicht sogar 2016? Das ist mittlerweile auch schon wieder 8 Jahre her, das ist unfassbar. All diese Updates, die in der jüngsten Zeit passiert sind, waren alle, wenn man alle Updates miteinander vergleichen würde, eher auf der kleineren Seite. Dass mal ein kleineres Update kommt, ist ja nicht schlimm, aber wie gesagt, die letzten Updates waren alle eher klein. Also man merkt auf jeden Fall, dass Skala, was Ressourcen angeht, das merkt man nicht nur bei Flive PC, das merkt man auch bei Flive Universe, dass sie nicht die Ressourcen in das Spiel stecken, die sie könnten, sondern ihre Ressourcen anderweitig verbrauchen. Wohin genau, kann ich euch ehrlich gesagt gar nicht sagen, müsste ich mir jetzt den Geschäftsbericht ansehen und genau gucken, aber das interessiert ja nicht und für uns ist nur relevant, sie stecken es auf jeden Fall nicht wirklich zurück in Flive, zumindest nicht in dem Ausmaß, wie es definitiv möglich wäre und das merkt man halt als Spieler, wie gesagt, zum Beispiel daran, dass die Update-Größen eher zu wünschen lassen und ganz ehrlich, die Häufigkeit der Updates für die jetzige Zeit ist tatsächlich ganz gut. Also wie gesagt, V22 2022, V23 2023, vielleicht V24 2024, könnte sein. Ja, oder spätestens 2025 vielleicht. Wäre eine Möglichkeit. Aber das ist heutzutage einfach viel zu langsam. Das ist viel zu wenig. Ich meine, in der Regel wird ja bei Flive PC auch nicht wirklich viel gepatcht. Ich meine, hier und da wird vielleicht mal, es werden mal ein paar Bugs behoben oder so. Kleinigkeiten. Aber es wird ja ansonsten auch nicht wirklich was gemacht. Also ich meine, man könnte es noch argumentieren, wenn jetzt jede Woche irgendwie ein Patch kommen würde, wo wirklich immer aktiv Bugs gefixt werden und auch immer mal wieder Quality of Life oder so ins Game kommt und Sachen geändert werden und so, die halt aktiv quasi reported werden, dann könnte man natürlich sagen, okay, dann ist es nicht so schlimm, dass die Updates relativ lange auf sich warten lassen. Aber so ist es ja dann irgendwie doch nicht. Was ja auch verständlich ist, man merkt ja, das Spiel hat nicht mehr den Glanz und nicht mehr die Spieler, wie halt eben vor 20 Jahren. Und ja, das war jetzt so ein bisschen der Blick zurück. Und dann ist es ja aktuell so, wenn man jetzt mal von den Updates absieht, haben wir jetzt dann noch diese in Anführungszeichen brandneue Änderung mit Gempion. Das sieht man hier oben, jeder Spieler hat es eingeblendet, die Direktverlinkung auf die Webseite. Und wer das übrigens nicht weiß, Gempion gehört einer Firma, BPMG heißt die, mit der Gala schon lange geschäftlich zu tun hat tatsächlich. Und das ist ja quasi das habt ihr ja bestimmt schon mitbekommen, diese Spieleplattform, wo im Endeffekt die Spiele beworben werden. Und zeitgleich können halt Spieler selbst sich dort anmelden und Belohnungen verdienen. Das ist so eine Win-Win-Situation im Endeffekt. So scheint es zumindest, dass genau dort wirklich, sag ich mal, die Beweggründe für diese Plattform sind und warum sie so großzügig sind, uns alle zu Millionären zu machen, zu Kryptomillionären, Kappa. Die kennt man jetzt natürlich nicht so genau, aber an für sich ist es ja auch was Neues, auch was Cooles, auch was Flive theoretisch pushen
könnte, vielleicht schon ein bisschen gepusht hat. Man weiß es nicht so genau, die Auswirkungen davon. Ich meine, wenn es gepusht hat, dann wahrscheinlich literally in 1- bis 2-stelligen Spielerbereich, die sich deswegen vielleicht mal wieder angemeldet haben oder neue Accounts erstellt haben. Aber ist ja egal, es ist ja noch in den Anfangsstadien. Die Plattform selbst gibt es erst seit einem halben Jahr. Es werden jetzt immer wieder neue Spiele hinzugefügt. Also heute zum Beispiel kam jetzt ein neues Game auf die Plattform. Und es ist, glaube ich, noch ein neues Spiel angekündigt, das kommen soll. Flive Universe soll ja noch kommen. Rapid soll noch kommen. Also, wenn sie das wirklich lange aufbauen und da dann irgendwann, keine Ahnung, 30, 40 Games drauf sind, wovon auch einige wirklich viele Spiele haben, dann kann das Flive eigentlich auch nur zugutekommen. Haben wir auch schon mal drüber geredet. Klar sind das dann vielleicht Spieler, die man nicht unbedingt haben möchte, wenn das halt Spieler sind, die nur wegen diesen Tournaments, nur wegen den Belohnungen Flive spielen. Aber ich meine, ganz ehrlich, es ist auch irgendwo eine Form von Marketing, wenn du Leute ranholst, die das Spiel spielen wegen Belohnungen. Klar, denkst du dir im ersten Moment, naja, das sind ja dann keine richtigen Spieler. Aber die Chance besteht ja bei jeder Person, dass man sich dann irgendwie doch in das Spiel verliebt und dadurch dann doch zu einem richtigen Spieler wird. Dann sagt man vielleicht, okay, ich bin zwar eigentlich wegen den Belohnungen hier, aber selbst wenn es mal keine Belohnungen will ich trotzdem vielleicht online gehen und ein paar Sachen verkaufen oder will trotzdem einfach ein bisschen farmen oder ein Level-Up machen oder so, einfach weil es Spaß macht. Könnte ja trotzdem passieren. Also die positiven Auswirkungen davon langfristig, wenn das jetzt noch so eine Weile weiterläuft und wie gesagt, sie Gempion weiter ausbauen mit noch viel weiteren Spielen und dann Flive quasi auch immer auf der Seite angezeigt wird und die Leute sich denken, was ist Flive eigentlich? Oder hey, das kenne ich doch, lass mal wieder runterladen, wusste gar nicht, dass es das noch gibt oder so. Also ist auf jeden Fall so die aktuelle Situation, dass das irgendwie ja doch auch wieder eine eher, ja, ich würde jetzt nicht sagen erstaunlich positive Entwicklung ist, aber auch eher was Gutes auf jeden Fall ist. Und dadurch, durch Gempion, haben wir auch mehr oder weniger die Garantie, also so sehe ich das zumindest, dass das Spiel dieses Jahr, weil da auch immer wieder Bedenken geäußert werden, natürlich überwiegend, wisst ihr vielleicht nicht, oder vielleicht wisst ihr es, keine Ahnung, überwiegend jetzt vielleicht von Leuten, die nicht Flive-PC spielen, die immer wieder sagen, das Spiel ist tot. Ich meine, ich muss mir das seit 10 Jahren anhören, dass Flive tot ist. Unter meinen YouTube-Videos wird mir das seit 10 Jahren gesagt, dass das Spiel schon lange tot ist. Genau, also viele Leute gehen halt davon aus, das Spiel hat kaum noch Spieler und hängt quasi am seidenen Faden und es ist eigentlich nur noch eine Frage der Zeit, bis endlich dieser Faden durchgeschnitten wird. Aber wie gesagt, durch Gempion, das Tournament oder die Tournaments gehen, glaube ich, bis November. Ich weiß nicht ganz genau, wie lange wie im November müsst ihr jetzt nachschauen. Ich glaube, es ist 3. November oder so, Anfang November oder so. Aber auf jeden Fall haben wir dadurch mehr oder weniger die Garantie, weil ich jetzt nicht denke, wenn sie ein fettes Tournament ankündigen, oder was heißt Tournament, diese eSports League, diese Flive Liga quasi 2024, würde ich jetzt mal mich einfach aus dem Fenster lehnen und sagen, wenn sie das machen, dass sie dann ja logischerweise nicht mitten im Tournament irgendwann sagen, ach, wisst ihr was, eigentlich läuft das Spiel echt schlecht, lasst mal lieber das Spiel offline nehmen und wir blasen den ganzen Käse hier ab, so ungefähr. Das wäre crazy, also das werden sie auch 1000%ig nicht machen. Ich meine, wenn sie das von Anfang an irgendwie schon vorgehabt hätten, ich meine, normalerweise muss man ja als Unternehmen auch mal Prognosen erstellen und so, und ich denke jetzt nicht, dass sich die Zahlen der Spieler oder Einnahmen jetzt in den letzten Monaten gewaltig verändert hat und wahrscheinlich auch nicht in den nächsten Monaten gewaltig verändern wird. Also es wird wahrscheinlich so bleiben, wie es schon die ganze Zeit eigentlich ist, also seit mindestens einem halben Jahr würde ich jetzt mal schätzen. Also eher unwahrscheinlich, dass da jetzt irgendwas passiert. Und das ist auch wieder was Gutes, weil ich meine, was kommt nach der eSports League 2024? Hoffentlich die Gempion League 2025. Und hoffentlich dann auch wieder mit weiteren Belohnungen, noch mehr Spielern, noch mehr Teilnehmern, einer wesentlich größeren Gempion-Plattform und wie gesagt, dadurch irgendwo auch der Strom neuer Spieler auf die Server. Kann man nicht wissen, es ist aber auf jeden Fall eine, würde ich sagen, positive Entwicklung, was jetzt aktuell passiert. Ja, und jetzt haben wir darüber gesprochen, wie gesagt, die Updates, was so ein bisschen in der Vergangenheit liegt, in der jüngeren, was aktuell abgeht, würde ich sagen, ist halt das Neueste eben Gempion. Und das ist halt auch aktuell, läuft noch aktiv. Und dann bleibt eigentlich nur noch, was kommt, wie gesagt, in der Zukunft. Und ja, das ist halt das Ding, was wir jetzt auch schon so ein bisschen, wie gesagt, angeschnitten haben. Das weiß man bei Gala leider nie so wirklich. Was ich immer nicht verstehe, vielleicht habt ihr das Video letztens gesehen mit dem Flive-Kurs, also Flive bzw. Gala-Aktienkurs, wo wir starke Auswirkungen von Flive, Flive Universe, Flive PC, whatever, sogar anderen Flive-Games vielleicht, auf den Aktienkurs von Gala gesehen haben. Und was es halt auch noch zu bedenken gibt, ist halt Flive Universe hat im Jahr 2022 und 2023 für circa oder teilweise sogar über 50% des Bruttoumsatzes vom gesamten Gala-Konzern gesorgt.
Und damit will ich euch jetzt nicht Flive Universe unter die Nase reiben, was ich damit einfach nur sagen will. Der Knackpunkt ist ja Flive. Ob jetzt Universe oder PC ist ja egal. Der Knackpunkt ist, es ist Flive. Und Flive, wie gesagt, Flive Universe plus Flive PC macht ja auch noch Einnahmen, also dann sind es definitiv immer über 50%. Also 50% von Galas gesamten Konzern, und ich sage hier deswegen so komisch Konzern oder will es so betonen, weil Gala macht ganz viele Dinge. Die entwickeln Smartphone-Apps, ja, die entwickeln Virtual Reality, also Metaverse-Sachen, wo man quasi in dieses digitale zweite Leben eintaucht. Also die haben da irgendwie so ein Programm mit Hochschulen in Korea und oder Japan, wo du dann irgendwie die Hochschule in Virtual Reality in dem Metaverse quasi besuchen kannst und dort dann, also das ist zumindest der Plan, ich weiß nicht, ob das jetzt schon aktiv ist, aber der Plan ist wohl für diese asiatischen Länder tatsächlich teilweise, dass du dann im Metaverse, in Virtual Reality Hochschule Vorlesungen besuchst und dort tatsächlich einen effektiven Abschluss machen kannst, der auch tatsächlich anerkannt ist und du selbst quasi gar nicht in die Hochschule gehen musst. Warum sie das machen und so, wie gesagt, ich will da nicht deep diven, keine Ahnung, ehrlich gesagt, ist mir eigentlich auch nicht so, ist mir eigentlich auch relativ egal. Ich glaube auch einer der Gründe, warum sie das machen, ist wahrscheinlich, weil es da bestimmt irgendwelche Fördergelder gibt für sowas. Kann ich mir zumindest gut vorstellen. In Deutschland gibt es für so einen Schwachsinn bestimmt, nevermind, nicht Schwachsinn, aber in Deutschland gibt es für sowas bestimmt Fördergelder. Also warum nicht dort auch? Keine Ahnung. Auf jeden Fall sind sie sehr breit aufgestellt. Ja, sie haben noch dieses Baumhaus-Resort, was im Endeffekt mehr oder weniger so ein Hotel ist oder so ein, Baumhaushotel im Endeffekt in Okinawa. Also sie haben viele verschiedene Sachen auf jeden Fall. Sie entwickeln nicht nur Spiele. Aber was halt interessant ist, egal wie breit sie sich aufstellen, egal wie viele Subunternehmen sie aufkaufen und was sie noch alles so Neues anfangen, es bleibt immer wieder der rote Faden, der sich durch die Geschichte von Gala zieht. Gala ist Flive und Flive ist Gala. Wenn es Flive nicht gäbe, wie gesagt, würden aktuell ca. 50% des Umsatzes vom gesamten Konzern, also alle Subunternehmen, alle Partner, alles eingerechnet, wegfallen. Und das ist so etwas, was ich persönlich einfach immer noch nicht begreife, warum das so ist, weil, worauf ich hinaus will, ist im Endeffekt, also warum das mit der Investitionssituation ist, die ich vorhin angesprochen habe quasi, also warum Gala manchmal das Gefühl vermittelt, denen ist Flive eigentlich egal. Also als Spieler ist das Gefühl, es passiert nichts mehr. Ich meine, wie gesagt, wir reden jetzt ja nicht nur von jetzt, wir reden ja schon von vor 12 Jahren, teilweise hat es ja schon angefangen damals. Damals ging Gala natürlich auch sehr schlecht, muss man sagen. Und sie haben leider die Entscheidung getroffen, sich damals vor allem auf Smartphone-Business zu stürzen, was ja nicht funktioniert hat, kann man auf jeden Fall sagen. Smartphone-Game-Business. Und klar, manchmal kann man sagen, okay, da haben sie vielleicht die Entscheidung wirklich getroffen, weil sie es treffen mussten. Aber wenn man jetzt heute zum Beispiel zurückblickt, und es ist ja noch nicht zu spät, wir haben Flive PC noch online, wir haben Flive Universe noch online, Flive generell ist extrem bekannt, es gibt so viele Leute, die schon mal Flive gespielt haben, der Name Flive sagt einfach vielen Leuten was, kann man einfach nicht leugnen, es ist einfach ein großer Name, trotzdem, auch wenn es nur ein Free-to-Play-Spiel ist, das schon 20 Jahre alt ist, und trotzdem schaffen sie es irgendwie nicht, mal ein Spiel wirklich auf Vordermann so zu bringen, dass es halt nicht immer nur stark anfängt und dann extrem stark nachlässt, vor allem langfristig, sondern vielleicht auch mal irgendwann bergauf geht. Und das ist halt das, was ich bei Flive PC mir wünschen würde, wirklich, weil wir haben jetzt immer noch die OG-Server, die koreanischen OG-Server, die französischen OG-Server, die amerikanischen OG-Server und gut, die EU-Server, sag ich mal, die interessieren es die meisten Leute wahrscheinlich nicht so sehr, muss man zugeben. Die sind verhältnismäßig jung, wenn man es mit den anderen vergleicht. Also ich meine Korea 2.4, Amerika 2.5, Deutschland 2.6, Frankreich bin ich mir ehrlich gesagt nicht 100% sicher, ich glaube 2.7 oder auch 2.6. Ist ja egal, auf jeden Fall alles sehr, sehr alt. Da sind die EU-Server jetzt nicht so alt natürlich im Vergleich dafür, haben aber trotzdem noch eine Daseinsberechtigung, sind auch noch aktiv, spielen auch noch Leute drauf, auch wenn es wahrscheinlich nicht mehr sehr viele sind. Und da denkt man sich halt so, es ist nicht zu spät. Man kann auch was daraus machen. Aber wird Gala jemals einsehen, dass sie Flive sind, also das, was ich vorhin schon gesagt habe, und dass Gala, also dass Gala Flive ist und Flive ist Gala, werden sie es jemals einsehen, werden sie es jemals wirklich so würdigen, dass sie dem Spiel auch mal irgendwie auf die Beine oder wieder auf die Beine helfen wollen. Und ich sage es euch ganz ehrlich, bei Flive Universe ist die Situation auch nicht besser. Flive Universe seit Release ist, was Spielerzahl angeht und was Einnahmen angeht, nur bergab gegangen. Die Einnahmen sinken stetig. Es ist im Endeffekt der gleiche Verlauf wie bei Flive PC. Flive PC wurde damals released.
Ist ein bisschen auf und ab gegangen natürlich. Ich meine, damals war es natürlich brandneu. Es ist ein bisschen eine andere Situation als jetzt 20 Jahre später mit einem Remake oder mit einem re-releaseden Game sozusagen. Aber trotzdem, damals war es so ein bisschen Auf- und Ab-Situation. Aber langfristig kann man sagen, ist es doch immer weiter runtergegangen. Hat man ja daran gemerkt, dass dann 2012 G-Potato pleite gegangen ist und so, mussten G-Potato verkaufen an Webzen und so weiter und so fort. Also ich meine, das hat man als Spieler auch mitbekommen, dass es dem Spiel immer, sag ich mal, langfristig schlechter gegangen ist. Die Updates wurden schlechter, die Bugs wurden größer, die Probleme wurden größer und so weiter und so fort. Und das ist eben bei Flash Universe auch so. Wie gesagt, stark angefangen, vielleicht ein kleines bisschen auf und ab, eigentlich eher nur ab. Und seitdem langfristig, man kann jetzt bei Flash Universe noch nicht so wirklich sagen, weil das Spiel noch keine 2 Jahre alt ist, aber geht es auf jeden Fall auch Tendenz wirklich stark nach unten. Was natürlich auch nicht verwunderlich ist. Ich meine, man muss natürlich immer bedenken, klar, ein neues Spiel, wurde viel darüber vorher berichtet, geredet, gehypt. Klar ist dann der Start massiv und das kann man selten halten. Das ist eigentlich gar nicht, dass das nicht so ist. Aber irgendwann muss ja der Punkt kommen, wo sich das Ganze mal festigt, dann vielleicht mal ein bisschen stagniert und dann aber auch nochmal wirklich nach oben geht. Ich meine, dann könnte man ja zum Beispiel ein riesiges Update bringen, was jetzt vielleicht nicht an den Start des Spiels rankommt, aber was halt nochmal wirklich den Hype nochmal anfacht und was dann wirklich nochmal dafür sorgt, dass es stark nach oben geht, sich dort vielleicht wieder eine Weile hält und dann erst wieder nach unten geht, wenn das Update Schnee von vorgestern ist und man schon wieder am nächsten Update arbeitet. Und das schaffen sie eben nicht. Nicht mal bei Flash Universe, wo sie deutlich mehr Ressourcen investieren als jetzt aktuell natürlich bei Flash PC. Ich meine, ist ja klar, Flash Universe ist momentan das Lieblingskind von Gala, kann man sagen. Aber wie man vorher schon festgestellt hat, über 50% des gesamten Konzerns macht Flash Universe aus. Und ich sage euch, wie es ist, für die Leute, die nicht Flash Universe spielen, man merkt das nicht. Du merkst nicht, dass die Millionen, zig Millionen Euro schon verdient haben mit dem Game. Das merkst du als Spieler nicht. Das Spiel hat elementare Fehler, essentielle Bugs und so, seit Release, Sachen, die die Leute nerven, wo es keine Besserung gibt. Es gibt viele Sachen, da gibt es Besserung, keine Frage. Ich meine, klar, es wäre traurig, wenn sie so viel Geld damit verdienen und literally gar nichts machen würden. Ich meine, das machen sie nicht. Das wäre jetzt auch unfair, wenn man das sagen würde. Aber sie machen meiner Meinung nach, wenn man das bedenkt, zu wenig. Und man könnte das eigentlich sehr gut mit Flash PC vergleichen, weil Flash PC hat natürlich jetzt einnahmentechnisch wesentlich weniger. Ja, aber sie machen auch wesentlich weniger. Und das ist eigentlich, ich würde fast sagen, äquivalent das Gleiche. Also an Flash PC arbeiten ja, soweit ich weiß, nur ganz wenige Leute bei Gala. Wahrscheinlich 1 oder 2 Personen. Sowas in dem Dreh. Bei Flash Universe sind es ungefähr 5-mal so viele. Aber wenn man, wie gesagt, das wirklich auf einer Skala sich anschaut, was so wirklich passiert und so, also in Flash Universe müssen wir auch mindestens ein halbes Jahr auf ein Update warten. Die Updates oder die Patches sind meistens relativ leer. Es werden nur oberflächliche, leichte Bugs gefixt. Wirklich große Änderungen kommen immer nur mit den Updates. Und man hat da wirklich im Endeffekt fast das gleiche Pattern. Du hast die meiste Zeit einfach nur Events. Wenn dir die Events nicht taugen, dann wirst du wahrscheinlich nicht spielen und du wartest auf das nächste Update. Und wenn dir das auch nicht taugt, dann wartest du aufs nächste Update so ungefähr. Und wie gesagt, also ich finde, das ist schon irgendwie so ein bisschen etwas, was sich bei Gala durchzieht. Und ich denke schon, dass man da mit einer Menge Kohle auf jeden Fall was ändern könnte. Aber genau das ist halt das Problem. Dazu sind sie offensichtlich nicht bereit. Ich denke, sie sehen Flash einfach nur als Cash-Cow. Und das ist halt die Zukunft von Flash wahrscheinlich. Wir sind jetzt am Jahrespunkt 20 Jahre, bald. Und sie haben es in der Vergangenheit nie wirklich geändert, würde ich jetzt mal sagen. Oder so kommt es einem als Spieler, wie gesagt, zumindest vor. Dass sie jemals von diesem Punkt weggekommen sind. Wir betrachten Flash nicht nur noch als Cash-Cow, sondern wir wollen wirklich das Spiel nochmal groß aufziehen. Wir wollen es nochmal groß rausbringen. Wir wollen nochmal reingehen sozusagen. Dieses Gefühl kam bei mir wirklich nie wieder auf. Ich dachte, Flash Universe wäre das vielleicht. Aber wie schon gesagt, gerade eben, habe es ja schon gesagt, die Eindrücke. Es ist besser, als es wahrscheinlich lange Zeit jemals, also sehr lange Zeit war. Also so viel haben sie noch nie gemacht, also so ewig nicht mehr an Flash PC oder so, keine Frage. Aber im Verhältnis gesetzt ist es trotzdem meiner Meinung nach zu wenig. Und jetzt, wo die Einnahmen sinken, und zwar stetig, muss man sich halt auch wieder die Frage stellen, wie lange wird es dauern, bis sie da auch wieder die Entscheidung treffen, okay, statt Einnahmen sinken, wir investieren nochmal fett rein, damit die Einnahmen wieder steigen. Wählt Gala wahrscheinlich wieder den leichten Weg? Nein, sie senken einfach ihre Ausgaben, sie cutten das Entwicklungsteam down, sie feuern ein paar Game Master, sie feuern ein paar Entwickler, schmeißen die raus, damit die Kosten sinken, probieren das Ganze mit weniger Leuten aufrechtzuerhalten, was natürlich wieder schlechter laufen wird, sinken weitere Einnahmen,
Spiel wird schlechter, Spieler verlassen das Spiel, muss man wieder Leute entlassen und am Ende hast du wieder ein Developer-Team aus 1, 2 Leuten oder so, aus 1, 2 Game Mastern, 1, 2 Entwicklern, die ums Verrecken probieren, das Game irgendwie am Laufen zu halten. Und Gala denkt sich immer noch, ja gut, zumindest liefert das Game noch Kohle, können wir so lassen, passt. Wir kümmern uns jetzt wieder um was anderes. Interessiert uns nicht mehr. Hat uns nie wirklich interessiert, es interessiert uns gar nicht mehr. Und ich weiß, das sind jetzt eher düstere Aussichten, aber so ist es halt leider. Also ich meine, so kommt es einem auf jeden Fall vor, wie gesagt. Die Geschichte scheint sich zu wiederholen. Wie gesagt, wir sind noch relativ früh jetzt bei Flive Universe auf jeden Fall. Aber bei Flive PC hat man ja auch immer so ein bisschen die Hoffnung gehabt, dass es vielleicht eines Tages sich alles ändern würde. Und wie gesagt, 20 Jahre und wir sind an dem Punkt, wo man definitiv sagen kann, das wird wahrscheinlich nicht mehr passieren. Wir können froh sein, dass das Spiel noch online ist. Wir können froh sein, wie gesagt, über solche Sachen wie jetzt das mit Gempion, wo man irgendwie die Chance hat, vielleicht nochmal so einen kleinen Hype irgendwann zu kreieren. Ja, wenn Gempion vielleicht mal richtig bekannt wird. Man weiß es nicht. Ich weiß, es ist unrealistisch. Ich weiß, es ist wirklich Wunschdenken. Aber vielleicht kann man da nochmal viele Leute rausholen. Man weiß es nicht. Ja. Ist noch sehr früh in der Anfangsphase. Bei Flive Universe natürlich, wie gesagt, genau das Gleiche. Ja, es ist noch die also bei 2 Jahren würde ich jetzt nicht mehr unbedingt als Anfangsphase bezeichnen, aber wir sind noch relativ früh drin. Aber wenn man sich alle Indizien, oder wenn ich mir die Indizien so angucke, die wir haben, wie gesagt, was die Einnahmenseite angeht, was das Spielgefühl angeht, der Spieler und so, ich weiß nicht, dann habe ich da irgendwie keine großen Hoffnungen, ehrlich gesagt, dass sich das jemals ändern wird. Und ich finde es einfach schade, weil ich denke, Gala weiß gar nicht, was sie da geschaffen haben mit Flive. Natürlich nicht. Ich meine, die ganzen CEOs von den verschiedenen Subunternehmen und der Vorstand von Gala, das ist denen scheißegal, was das für ein Spiel ist, was das wirklich emotional vielleicht bedeutet und so weiter. Was sie da wirklich haben, was sie da für ein Franchise, kann man auch wirklich sagen, haben. Das ist denen leider vollkommen egal. Und das merkt man halt aber auch. Ne? Zum Beispiel, ich sag nur letztes Jahr, also correct me if I'm wrong. Ich meine, ja, es war ein 19-jähriges Jubiläum. Ganz ehrlich, ist nicht so wichtig. Aber haben wir letztes Jahr eine Jubiläumsbotschaft von Flive bekommen? Ich weiß, zu Play-to-Bit, glaube ich, gab es, glaube ich, Jubiläumsevent. Ich weiß nicht, ob es letztes Jahr stattgefunden hat. Aber Play-to-Bit, also die Übernahme von Webstone zu Play-to-Bit, die wird, glaube ich, zelebriert mit dem Anniversary-Event in irgendeiner Form. Aber dieses Anniversary bedeutet ja den Spielern eigentlich gar nichts. Weil ganz ehrlich, ich sag mal so, der Play-to-Bit, Webstone zu Play-to-Bit-Wechsel war eine der schlimmsten Fehlentscheidungen, die sie jemals getroffen haben. Vor allem in der jüngsten Geschichte, wahrscheinlich sogar die schlimmste, die sie jemals getroffen haben. Und da muss man halt wirklich sagen, warum feiert man nicht den Geburtstag von Flive PC? Also von Flive deutsche Server, wie früher halt bei Webstone, die haben das tatsächlich gemacht. Die haben die deutschen Geburtstage gefeiert, die haben die englischen Geburtstage gefeiert. Und die haben, gut, das allgemeine Jubiläum haben sie, glaube ich, auch nicht gefeiert, zugegebenermaßen. Also August 2004 quasi. Gut, aber wenn sie die regionalen Jubiläen feiern, dann wäre es ja auch ein bisschen überflüssig. Dann ist ja jedes Jahr zweimal Jubiläum. Das wäre auch ein bisschen verwirrend und auch ein bisschen viel. Also für eins von beiden könnte man sich entscheiden. Aber bei Flive Universe ist es jetzt auch wieder so, sie feiern den Start von Flive Universe. Flive selbst wurde nicht mal erwähnt. Ich meine, dass sie es nicht unbedingt als Event feiern, dass sie da nicht unbedingt irgendwie das groß aufziehen, keine Frage. Aber es nicht mal zu erwähnen in einem Post, hey guys, did you know 19 years ago Flive was first released oder so? Gar nichts in der Richtung. Und das sind halt lauter solche Sachen, wo du dir als Spieler dann irgendwann denkst, ich glaube, irgendwie ist es denen vollkommen egal. Und damit will ich so ein bisschen jetzt hier ich glaube, ich rede schon viel zu lange, ja, die Rede beenden. Einziger Hoffnungsschimmer wäre halt wirklich, dass sie irgendwann noch einsehen, was sie geschaffen haben und was man damit noch alles erreichen könnte. Worüber wir letztens nochmal spekuliert haben als letzter Punkt, dann habe ich es aber wirklich, wäre halt Beispiel WoW. Was die bei Flive auch machen könnten. Und ich bin mir 1000%ig sicher, das würde gut ankommen. Und ich sage nicht, dass sie es tun sollten, weil es würde wieder nur in einer weiteren Cash-Cow enden, die irgendwann vernachlässigt und langsam aber sicher wahrscheinlich wieder sterben würde. Aber ganz ehrlich, wenn sie jetzt Flive nehmen würden, könnten sie wahrscheinlich gar nicht, davon mal abgesehen. Also sie würden jetzt Flive nehmen und zum Beispiel ein OG V0, V1, V2, V3, V6, maximal V7 Server nehmen. Also wirklich Flive PC und dann, keine Ahnung, würden sie einfach traden, disablen oder so oder keine Ahnung, damit nichts in Anführungszeichen Schlimmes passieren kann. Ihr wisst, wovon ich rede. Ich meine, könnte man ja irgendwie so aufbauen, dass es wirklich nur darum geht, das Spielgefühl zu haben. Du kannst mit anderen Leuten zusammenzocken und so und du kannst nochmal das ganz alte Flive neu erleben. Ganz ehrlich, wenn sie das groß aufziehen würden, groß bewerben würden und so,
Das würde auch nochmal einschlagen wie eine Bombe. Ähnlich wie für Live Universe wahrscheinlich, wo auch wieder Tausende, aber Tausende Leute weltweit reingehen würden und ein paar Monate ihren Spaß hätten damit. Vielleicht auch ein paar Jahre, man weiß es nicht, ja. Bei Jahre wahrscheinlich bei einem Classic-Server wahrscheinlich eher weniger. Aber auch sowas könnten sie zum Beispiel machen. Das Problem ist, früher oder später werden sie wahrscheinlich auf eine ähnliche Idee kommen. Und was wird passieren? Wie gesagt, es wird ausgeschlachtet. Es wird nicht wirklich gut gemacht. Es wird nur so gemacht, dass es passt, dass es den Leuten am Anfang erstmal egal ist. Man hat dann wieder die Hoffnung, es wird vielleicht besser werden. Wird es nicht, die Leute verschwinden, das Geld verschwindet und Gala verliert wieder das Interesse. So ungefähr könnte ich mir das vorstellen. Aber wie gesagt, die Möglichkeiten sind eigentlich endlos. Und Gala muss sie nur ergreifen. Und ich fürchte einfach, dass sie es nicht tun werden. Aber wie gesagt, könnt mir gerne eure Prognosen, eure Wünsche, eure Ängste, eure Befürchtungen, was auch immer in die Kommentare schreiben, was ihr so denkt über die Zukunft von Flive. Also ich denke, wir haben noch lange, das ist vielleicht auch ein relevantes Ding, aber das habe ich ja eh schon gesagt, eigentlich gerade langfristig habe ich ja sehr oft erwähnt. Also ich denke mit Flive PC, wie gesagt, das über Gempion, wenn sich da jetzt nichts schrecklich schlecht entwickeln sollte, haben wir wahrscheinlich noch ein paar Jahre gesichert. Außer, wie gesagt, es läuft eben ganz und gar nicht gut. Aber das ist jetzt noch ein bisschen zu früh zu beurteilen. Und Live Universe natürlich, ich meine, es ist erst 2 Jahre alt. Wir haben noch sehr viele Spieler dort. Also ich meine, das wird jetzt auch noch kein... Also wir haben die mindestens bis 2030, würde ich sagen, sind wir noch Flive sicher. Und vielleicht zum 30-jährigen Jubiläum werde ich nochmal so ein Video machen. Und vielleicht werden wir dann etwas positiver gestimmt sein, weil sich tatsächlich was geändert hat. Vielleicht muss auch bei Gala intern was ändern. Muss halt wirklich sagen, die haben seit 30 Jahren den gleichen CEO und so. Auch der koreanische CEO ist seit ewigen Zeiten, seit mindestens 10 Jahren, glaube ich, der gleiche. Also man muss wirklich sagen, vielleicht muss sich bei denen intern mal was ändern. Die Leute müssen vielleicht einfach mal getauscht werden. Vielleicht ist das, was sie brauchen. Ich könnte mir sogar sehr gut vorstellen, dass das was sie brauchen. Aber ich bin jetzt auch nicht so weit aus dem Fenster, den ich kenne die Leute ja nicht. Aber ja, wie gesagt, da muss langfristig irgendwann mal was anders laufen, weil sonst wird es immer wieder gleich enden. Und das beweist uns Gala, indem sie immer wieder die gleichen Entscheidungen treffen. Halt leider immer und immer wieder. So, noch passendes Level-Up zum Ende. Ich sage danke euch vielmals fürs Zuschauen. Ich würde mich selber ein Like, Kommentar, ein Abo von euch freuen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao, ciao.